Simone, das ist ein Bild, das wirst du auf der Messe nicht so oft sehen, denn das ist ein Iveco Daily, ein frontgetriebenes Fahrzeug. Es ist letztes Jahr eines der meist abgerufenen Kastenwagen-Videos überhaupt gewesen. Das Fahrzeug war binnen 4 Tagen, nachdem wir das Video gesendet haben, ausverkauft. Und ich habe es so geliebt, weil ich fahre ja Iveco Daily schon seit der 4. Generation. Und das Ganze bezahlbar, muss man wirklich sagen, in der Manufakturqualität auszubauen und einfach mal auf den Markt zu schmeißen. Alle haben am Anfang gesagt, das Ding kannst du nicht verkaufen, das ist potthässlich. Und jetzt will es jeder haben, weil es so robust ist. Also so, weil das ist ein, ich sag mal, Lieferwagen, aber nicht auf kleiner Van-Basis, wie jetzt ein Fiat Ducato, sondern den kriegst du wirklich bis Tonnagen bis 7,2 Tonnen. Ja, 7,2 Tonnen ist der größte. Und die Iveco ist natürlich von der Bauart komplett anders wie alles anders aus der Stellantis-Gruppe wie Fiat, Peugeot, Citroën oder Opel oder Renault. Iveco ist der einzige, der eine selbsttragende Karosserie hat. Das heißt, wir haben in sich ein Stahlgerüst gebaut. Er ist viel ruhiger zum Fahren, er ist viel angenehmer zum Fahren. Und das ist jetzt die 2. Generation, auch schon das Facelift. Letztes Jahr war es ja noch die 1. Generation Iveco, hier ist schon der neue Iveco. Wir bieten den nur an mit 160 PS Automatik. Es ist wirklich ein harter Bursche, würde ich sagen. Eine riesen Anhängerlast, 3,5 Tonnen, als einziger mit auf dem Markt. Und da kann man natürlich was draus machen. Ja, ihr habt den Preis hinbekommen, da wird mir schwindelig gleich. Also wir werden den Preis gleich mal verraten. Du hast das Design gemacht. Es ist ein echter Vierschläfer. Das ist sensationell. Was besonders ist bei Iveco, muss man wirklich sagen, du kennst ja MAN und Volkswagen. MAN hat einen LKW-Service, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und deswegen kaufen die Leute gerne MAN. Gut, ist auch so ein Männerding, ja. Die nehmen dann vielleicht nicht den Volkswagen. Iveco hat genau diesen Service. Europaweit kommt da einer raus, 7 Tage die Woche. Das ist nämlich die große Klasse. Ja. Also Iveco hat diesen Nutzfahrzeugservice. Also man spielt hier mit den großen Jungs, das muss man einfach mal sagen. Das ist also hier kein, ich sage immer kein Baby, sondern das ist ein ausgewachsener, wirklicher Kastenwagen, wo man auch was anfangen kann. Er ist natürlich ganz anders zu bauen, auch die Innenausstattung für uns viel komplizierter und komplexer zum Produzieren als wie in der Stellantis-Gruppe. Also er hat uns richtig gefordert. Ja, absolut. Er hat uns schlaflose Nächte gefordert. Hier sind wir natürlich bei einer Länge von 5,99 Meter. Wir haben den bewusst... Nochmal 6 Meter? 6 Meter. Wir haben den bewusst clean gehalten vom Design her, was immer gewünscht wurde. Wir bieten im Moment 2 Versionen an, entweder als 2-Schläfer oder 4-Schläfer. Hier steht jetzt als 4-Schläfer. Wir haben zum letzten Jahr sehr viel verändert, auch Dekor, Farben, Ausstattungen, aber das Wesentliche ist natürlich geblieben. So, ich zeige mal den Preis. Klar, Simone. Guten Morgen erstmal. Guten Morgen, ja. 1. September. Hast du gut geschlafen? Ja, ich habe sehr gut geschlafen. Ja, du hast gesagt, was kann man hier in 11 Tagen filmen? Ja, Jetzt sind wir schon an Tag 7 und es gibt immer noch genug. Wir haben ungefähr 90% nicht gesehen. Der Karl ist total wahnsinnig. Ja. Er baut alles anders. Das heißt, also du kannst wirklich, du siehst ja wirklich unglaublich viele gleiche Fahrzeuge. Es gibt hier Hallen, dann siehst du, die sind teilweise sogar im selben Werk gebaut. Da ist, ich sag mal, jetzt ein etwas anderer Aufkleber drauf. Du kannst ja auch bei Massenfertigern auch deine eigene Baureihe vereinbaren, bestellen und so weiter. Aber du hast gesagt, wir gehen die Extrameile. Wir sehen, also gehen wirklich, suchen uns Fertiger, die hohe Stückzahlen können, die eigentlich gar keine Wohnmobile bauen, sondern die aus einem wirklich professionellen Bereich kommen. Ja, der wird natürlich wie letztes Jahr auch bei unseren Ambulanzwagenherstellern gebaut in Spanien. Die sind richtige Profis, was Krankenwägen betrifft. Die bauen im Jahr 34.000 Krankenwägen weltweit. Ist also wirklich eine Nummer. Und da muss man auch sagen, unsere ersten Gespräche vor 3 Jahren, wie die ganzen Projekte begannen, war natürlich, Elektrik ist hier ein ganz heißes Thema. Jeder kennt das Problem bei Wohnmobilen. Und die haben als erstes zu mir gesagt, was im Krankenwagen funktioniert, funktioniert im Wohnmobil erst recht. Und deswegen haben wir natürlich hier diese hohe Ausstattung auch, was Technik dann betrifft. Also, darf ich mal ganz kurz? Ja, immer doch. Im Preis mit drin, also ich zeige mal den Preis. Also das müsst ihr feiern, ja. Das Fahrzeug kostet, Gesamtpreis ausgestellt im Fahrzeug 85.199 €. So, jetzt ist aber mit drin, ich zeige es mal gerade, ein Motor mit 2,3 Liter, 156 PS. Die ZF-8-Gang-Automatik ist mit drin. Die ist so butterweich, dass sich dieses Fahrzeug fährt sich wie ein großer SUV. Korrekt?
Absolut korrekt. Und wenn du dich hinsetzt, wie jetzt gerade, merkst du was anderes, was butterweich war. Du hast eine Federung drin. Du hast Isri-Sitze drin, richtig, luftgesteuerte Sitze. Das heißt, die gibt es ja in der Preisliste, glaube ich, von Iveco, kann man die bestellen. Es ist so, was habt ihr gemacht? Ja, wir haben die jetzt als Standard im Fahrzeug mit dabei. Es gibt Hersteller, die verlangen ja pro Sitz bis zu knapp 2.000 € Aufpreis. Und das ist hier schon dabei. Ihr habt den volle Hütte gemacht. Das bedeutet natürlich, klar, die ist dabei, die Klimaanlage, aber ihr habt das Navi mit drin. Der hat ja einen Facelift bekommen. Das Ganze hat ein Multifunktionslenkrad mit eingebaut. Das ist das gleiche Fahrzeug, auf dem zum Beispiel jetzt ein Morelo gebaut wird. Ja, das ist ein Iveco Daily. Absolut richtig. So, dann ist natürlich ganz wichtig die Qualität. Simone, komm ruhig mal rein. Ja. Du musst ein bisschen hochtreten, muss man sagen. Das Fahrzeug ist ein bisschen höher gebaut. Du bist ein bisschen über allem. Wenn du hier mit auf den Campingplatz fährst und du hast einen Daily dabei, dann, was sagen dir die Leute? Die ist kein Fiat, kein Mercedes. Also wir haben die Erfahrung gemacht, die Kunden erzählen es uns, jeder steht da. Das siehst du auch, wenn du mit dem irgendwo unterwegs bist. Er ist sehr auffällig und jeder sagt natürlich, was, habe ich noch nie gesehen und Iveco und habe ich immer schon gesucht. Und im Moment, glaube ich, sind wir der Einzige, der wo Großserie baut mit Daily. Ich habe es noch nie gesehen. Also gibt ja Hersteller, meistens gehen sie auf den Allrad. Der ist ja A, schwer lieferbar, B ist er noch höher, muss man sagen, C, sehr auffällig. Also muss man schon sagen, wenn du so einem Allradfahrzeug unterwegs bist, Spritverbrauch höher. All das hier ist das Fahrzeug, mit dem wirklich die Kurierdienste fahren, die da Kilometer abspulen. So, ich sag mal 300.000 Kilometer ist für den Motor nichts. Gar nichts, absolut nichts. Absolut nichts. Also Iveco, wir kennen fast keinen Fall, wo irgendwas mal war. Und wenn Iveco, muss ich ja sagen, mit ihrem 7 Tage die Woche Service ist halt hier relativ unschlagbar. So, du hast aus dem Fernreisebereich die Heizung eingebaut. Du hast eine Autothermheizung. Also bitte mal googeln. Ich sage jetzt nichts dazu aus aktuellem Anlass, wo die herkommen. Aber sie funktionieren in Gebieten, wo du wirklich minus 30 Grad hast. Da kommen sie her. Es ist Diesel. Das ist Dieselheizung. Wir haben Durchlauferhitzer und die Dieselheizung hat sich halt sehr bewährt. Ist sehr sparsam, heizt wahnsinnig schnell das ganze Fahrzeug. Kann auch während der Fahrt genutzt werden. Man hat immer einen warmen Innenraum, auch bei richtig kalten Situationen. Also da haben wir hier schon ein paar Features drin. So, und dann das große CBE-Bedienpanel aus dem Luxussegment. Das war bis vor kurzem auch in der ganz großen Liner-Klasse verbaut. CBE auch der Hersteller, muss man sagen. Also die Nummer 1. Ja. Absolut die Nummer 1 im Moment. Absolute Nummer 1. Der Kühlschrank Dometic, das ist jetzt ein Kompressor? Das ist wieder Kompressorkühlschrank, natürlich beidseitig öffnen. Der große Kompressorkühlschrank von Dometic. Hier jetzt, früher hat man ja im Heck eingebaut. Wir haben uns gedacht, hier ist der ideale Platz, auch von außen. Du sitzt vor deiner Markise, wir haben ja hier serienmäßig Markise, du holst ein Stühlchen raus, holst dir ein kühles Getränk, ein Hopfengetränk. Die ist Serie, die Markise? Ja, mein Guter, die ist Serie. Der Wechselrichter? Ja, natürlich. Serie? Das ist La Marca. Lithium? Das ist ja nicht... Serie? Bitte, was fragt... Also, du kennst uns doch jetzt schon vom letzten Jahr. Guck mal hier, ich zeig dir mal so kleine Details. Schau dir mal bitte diese Verbinder an. Das sind Holzverbinder aus Aluminium aus dem professionellen Bereich. Ja, da hast du natürlich weniger Probleme wie mit nur Holz. Wir haben also sehr viele versteckte Aluminiumteile aus Verstärkungen drin. Wir arbeiten mit ABS-Teilen überall, wo es geht. Also einfach, um auf Nummer sicher und langlebig zu machen. Wir gehen nicht davon aus, die Leute, die ein Iveco kaufen, dass die nur mal am Wochenende alle 4 Wochen wohin fahren, sondern wir haben sehr, sehr viele Kunden, die Marokko, Tunesien, Türkei, wirklich Wochen unterwegs sind. Bitte geh mal vor die Küche, ich zeige dir ein kleines Detail, das ist so wunderbar. Der Karl hat sich gesagt, komm, die Extrameile gehen wir auch nochmal. Was ist das für ein Material hier auf? Das ist Korean. Es ist Korean? Das ist Korean. Also, du kannst also hier 500 Grad draufstellen, du kannst mit einem Hammer draufhauen, das geht nicht kaputt. Das war unsere Absicht. Ist so wichtig. Du nimmst eine Pfanne, stellst ab, hast einen Brandfleck drauf. Du kannst es wunderbar reinigen. Es geht mit jedem Reiniger zu reinigen. Das ist natürlich pflegeleicht. Ist nicht ganz billig, muss man sagen, Korean, wenn man das verbaut. Was hätte man auch nehmen können? Was wird, ich sag mal, meistens genommen in dem Bereich? Da nimmt man meistens Resopalplatten. Das sieht dann so aus, als ob.
Nur die meiste Reklamation oft vom Kunden ist auch bei Wohnmobilen, ich stelle was ab, es ist kaputt, es brennt, es sind Flecken drauf. Das hast du halt hier so gut wie nie. Ihr habt viele Originalteile verwendet, das war euch ganz wichtig. Alles zu verwenden, was im harten Einsatz ist, was nicht klappert. Denn der Iveco, wenn der ab Werk kommt, der klappert nicht. Und den Anspruch hast du auch im Innenbau. Das musst du im Innenbau haben, weil der Iveco ist natürlich ein anspruchsvoller Kunde, das haben wir bis jetzt gemerkt. Die suchen speziell was anderes, die kennen Kastenwagen, sind meistens Kastenwagen gefahren. Und das ist natürlich hier uns sehr, sehr wichtig gewesen. Ihr habt an vielen Teilen, die wirklich hart belastet sind, Formbauteile entwickelt, die sehr aufwendig gefertigt worden sind. Das fängt hier am Fenster an. Das gab es ja so nicht in der Preisliste von irgendeinem Hersteller, sondern das wurde entwickelt, oder? Für Iveco. Das ganze Fahrzeug hat ungefähr an die 50.000 entwickelte Einzelteile dabei, die speziell gefertigt werden fürs Fahrzeug. Und das macht natürlich nur Sinn, wenn du in Serie gehst. Also wir wollten auch nicht groß die Karosserien umschneiden, abschneiden, reinschneiden, sondern die ist im Großen und Ganzen ganz gelassen, weil wir wollten den Effekt der selbsttragenden Karosserie auch nicht stören, weil das ist natürlich eben gerade dieser klapperfreie Mechanismus. Auch die Sicherheit, Crash-Sicherheit, Ja, das ist so. Du hast natürlich, du bist, ich sag mal, in dem Moment natürlich auch Hersteller. Da gibt es Anleitungen, die zu lesen sind. Du darfst ganz viele Sachen nicht machen. Zum Beispiel die Schränke, allein die Befestigungspunkte da erstmal festzulegen, damit die auch nicht rappeln, halten, nicht klappern und so weiter. Isolierung ist oder Dämmung, das ist, war das erste Thema, wenn man anfängt, oder? Das ist immer das Erste, wie fängst du an, wie machen es die anderen, was magst du? Du entwickelst Formteile, neue Teile, um alle Kältebrücken so gut wie möglich auszuschließen. Du nimmst den kompletten Boden des Original-Ivecos im Fahrerhaus raus, isolierst den nochmal. Habt ihr gemacht? Ja, machen wir. Achso, allein die Geräuschdämmung, dass er leiser wird, oder? Er ist etwas leiser geworden, er ist ja schon sehr leise, aber so geht Detail in Detail über, wo du letztendlich jeden Tag dir neue Gedanken machst, wie machen wir das, wie ändern wir das. Und wir haben natürlich nach der ersten großen Serie, da ist Iveco 1 bei uns hausintern genannt, den Iveco 2 jetzt einfach auf eine andere Ebene nochmal gesetzt. Ja, ich zeig mal so kleine Details. Die ganzen Verbinder hier sind zusätzlich nochmal mit Fugen versehen. Das heißt, da hat sich einer die Mühe gemacht, hat das Ganze ausgefugt, damit auch ja nichts klappert. Jetzt kommt es noch besser. Diese Möbelverbinder findest du überall wieder. Ja, das ist natürlich für uns auch wieder wichtig. Die Stabilität des Fahrzeugs muss da sein, weil du hast ja verschiedene Komponenten, die während der Fahrt arbeiten. Stell dir mal vor, du hast eine Küche zu Hause, die stellst du auf Kopfsteinpflaster und fährst spazieren, was das für ein Klapperatismus wäre. Also haben wir hier natürlich angefangen mit diesen Aluminiumverbindern. Die sehen ja auch noch relativ gut aus, machen das Ganze auch noch hochwertiger von der Optik her. Die dürfen natürlich original sein. Wenn du es gerade mal öffnest, dann zeige ich mal ein schönes Detail. Das Holz sieht auch von der Seite gut aus. Ja, das sieht erstens mal richtig massiv aus. Und wenn man dann auch die Scharnierchen ansieht, wir haben also hier nicht 1,50 Euro Scharniere genommen, sondern die kosten richtig Geld. Das ist wichtig. Vollkorpusmöbel. Du weißt. Was ist denn das für ein Holz? Ja, diese Maserung ist interessant. Ahorn. Aber nichts zu tun mit irgendeiner gleichnamigen Firma. Vollkorpusmöbel, muss man sagen. Ja, du hast hier vorne hast du den 230 Volt Wechselrichter, Ein- und Ausschalter, alles analog gelöst. Also ihr habt viele Dinge wirklich aus dem Bereich Fernreisemobile mit übernommen. Nicht viel Bussysteme und so, das brauchst du nicht, weil die meisten Leute sind Kastenwagen. Also du kommst von A nach B. Trotzdem habt ihr viele Sachen gespiegelt, zum Beispiel die Heizungssteuerung in vielen Fahrzeugen. Ja, es ist natürlich wichtig. Wir wissen, mit diesem Fahrzeug werden Leute auf lange Tour gehen. Und es muss auch irgendwas zu reparieren sein, wenn was mal ausfällt, wenn mal was ist. Es gibt ja immer den Wenn-Fall. Du bist in Marokko, Mutterseen allein in irgendeiner Wüste, dann kannst du hier immer noch was machen. Ja, ein echtes Schlechtwegefahrzeug. Wir können es auch mal zeigen. Die Bodenfreiheit ist auch hier ein bisschen höher, muss man sagen. Das ist aber allein schon natürlich auch den Reifen geschuldet. Das ist ein richtiges Nutzfahrzeug, das reinkommt. Die Farbwahl, der kommt in Blau. Der kommt immer so, wie er jetzt ist. Das ist Standard und es gibt eine kleine Serie Nussbaum mit Nussbaummöbel innen. So, innen das Fenster lässt sich natürlich auch öffnen. Ist das Iveco-Fenster? Das Original Serienfenster? Ja. Das heißt, mal, kommst du mal? Ja, okay. Sieht natürlich auch von der Optik her gut aus. 84.000 Euro.
für einen Vierschläfer. Wir werden jetzt gleich mal hinten gucken. Ja, und wenn du mal in die Iveco-Preisliste guckst, was das Fahrzeug nackt kostet, dann fragst du dich, wie es überhaupt möglich ist. Ihr habt Leichtmetallfelgen drauf. Also das ist auch noch mit dabei. Mit der hohen Traglast. Also das ist ja auch so. Selbstverständlich. Okay. Du machst mich total fertig. Hier unten die Beplankung, da kann auch ruhig mal Äste oder irgendwas, wenn du mal durchfährst, das ist, ich sag mal, es ist dafür gebaut, nicht schön auszusehen, sondern ganz robust, langlebig, kann man das sagen? Ja, es ist kein Schickimicki-Van, das war nicht die Absicht, sondern wir wollten hier ein Fahrzeug bieten, wo man unterwegs sein kann, ohne Bedenken. Du siehst das an der Außenbeleuchtung. Wir haben also nicht nur eine kleine Funzel hier hingebaut, sondern wirklich 2 Hochleistungs-LED-Strahler. Zwei. 2. Guck mal, hier so ein kleines Detail hier oben. Da hast du hier natürlich, damit es nicht reinregnet. Ja, das sind so Sachen, ich meine, da musst du erstmal drauf kommen. Es muss alles ergänzt werden. Das sind alles so die Kleinigkeiten des Lebens, was man sehen muss und sollte. Da wird ein Camper gar nicht drauf kommen, oder? Ja, siehst du, und wenn du rausgehst, nichts ist blöder, als wenn du nass bist. Ja. Schön, komm, wir gehen nach hinten. Dusche. Es ist so herrlich, denn ihr habt hier etwas verbaut. Ich habe draußen, ich muss auch wirklich sagen, die Jungs haben einen geilen Sprinter gebaut. 255.000 € steht da mit Sattantenne, allem drum und dran. Der bietet genau das Konzept. Er hat unten ein Bett, er hat oben ein Bett. Das untere Bett kannst du zurückbauen, sehr, sehr einfach. Das Ganze leidet nicht an Klaustrophobie, weil du eben diese Höhe hast in dem Auto. Ja, hier ist es natürlich so, du kannst 2 Versionen haben. Du kannst natürlich als Zweischläfer haben. Dann ist das Bett etwas höher, dann hast du unten mehr Stauraum oder jetzt wie hier als Vierschläfer. Das kannst du natürlich rausnehmen, das ist einfach verschiebbar und rausnehmbar. Dann hast du im Prinzip einen großen Zweischläfer. Du kannst unten umbauen und oben umbauen. Ja, freilich. Und du kannst damit eventuell noch den ganz großen Umzug machen dann später mit dem Auto. Ja. So, Dann hast du außen. natürlich die Kleinigkeiten wie Außendusche, was ja keine Selbstverständlichkeit ist auch serienmäßig. Ihr habt so viel verändert und verbessert dieses Jahr. Da haben wir ein bisschen Ersatzteile von uns drin, weil hier auf der Messe immer randaliert wird. So, ich zeig mal gerade, da ist eine kleine Gasflasche drin, denn ihr braucht das Gas ja nur noch zum Kochen. Ja. Der größte Teil des Fahrzeugs gibt es wahlweise komplett autark, das heißt mit Induktionsplatte oder mit Gas. So Alu, dann Lattenrost mit drin. Über die Matratzen haben wir uns schon unterhalten. Da hast du eine ordentliche Qualität gelegt. Denn es gibt nichts Schlimmeres wie schlechte Matratzen. Leselampen mit drin, wieder die Formteile mit eingebaut. Alles wurde extra angefertigt hierfür. Dann da oben ist die Kurbel mit drin, die Rückfahrkameras. Also es ist dann hier allein schon dieses Formteil, was ihr hinten gebaut habt. Das kommt ja nicht so. Nein, dieses Formteil war eine der größten Entwicklungen. Es ist praktisch, man kann es abwischen. Es gibt es auch überzogen, wenn man will, mit Stoff. Aber die meisten wollen es einfach so haben, es ist einfach zu reinigen. Karl, du magst mal die Tür für mich einfach mal zuschlagen, die hier. Ich will mal was hören. Okay. Ich bin wirklich beeindruckt und Trittbrett. Ja, das heißt, du fährst erstmal, wenn du irgendwo gegenfährst, erstmal gegen das Trittbrett, ja, und nicht gleich gegen die Tür. Genau. So, dann ist natürlich auch die Anhängerkupplung ist fast eine Pflicht. Das ist kein Problem, man kann die mitbestellen. Man kann die mitbestellen, aber meistens baut sie der Händler ein, weil man kennt ja die Lieferzeiten im Moment, die Vorlaufzeiten. Aber natürlich die große Sprache beim Iveco ist 3500 Kilo Anhängelast. Stützlast, 140 Kilo, glaube ich, kannst du 150 auf der Kupplung. Ja. Das heißt, du kannst die Kupplung wirklich belasten. Du brauchst dir keine Gedanken zu machen, wenn du einen Wohnwagen noch hinterher ziehst oder irgendwas anderes. Ein Boot, ein Pferd. Du kannst ein Auto hinten dranhängen. Ja. Pferd, wir haben sehr viele Kundinnen, die Pferd hinten dran haben, 2 Pferde. Sie lacht so, warum? Ich habe es mir einfach gerade vorgestellt ohne Hänger, wie das Pferd hinterher rennt, aber so ist natürlich nicht gemeint. Ich zeig mal hier. Darf ich das mal zeigen? Ja? Das sind die Fugen. Das ist alles nochmal mit Fugen verbunden, damit es nicht klappert. Ja, das gehört beim guten Ton eigentlich dazu. Sollte es so sein. So hat man auch früher mal gebaut, sagen uns immer die Kunden. Wir versuchen halt hier nicht schnell, sondern ein Fahrzeug eigentlich in hochwertiger Qualität auszuliefern. So, jetzt hat der Händler ja auch noch eine kleine Marge dran, muss man sagen. Die Mehrwertsteuer ist mit drin. Ihr kauft viel ein. Ihr habt gut verhandelt mit Iveco, muss man auch sagen. Ich glaube, sonst geht's nicht, oder? Ja, das große Problem ist natürlich immer die Stückzahlen. Wir würden mehr gerne haben wollen. Wir bekommen vom Iveco ca. 100 Stück, wobei 70 über die Messe und an Händler mittlerweile verkauft ist.
Es ist nicht mehr viel und die meisten Fahrzeuge werden ausgeliefert bis, sage ich mal, März, April nächsten Jahres. Ja. Was macht euch so beliebt? Also warum ist dieses Auto so beliebt? Was denkst du? Iveco, Konzept, Automatik, autark, Kompressorkühlschrank, alles diese Dinge, die es bei den meisten Herstellern nur für teures Geld gibt. Und das haben wir halt hier alles schon mit standardmäßig drin. Elektrostufe haben wir ganz vergessen. Ja, ich habe es gerade noch mal gesehen. Super. Und wie man auch sieht von der Optik, er sieht halt einfach ein bisschen grimmiger aus wie alle anderen. Und vom Fahren her, wer einmal Isri-Sitze hatte oder LKW-Sitze hatte, der wird sie nie wieder missen wollen. Ja, die sind mit drin. Die Lieferback, ach komm, schönes Detail. Das ist die Außenstromeinspeissteckdose, die ganz neue. Das bedeutet, die habe ich jetzt schon so oft gesehen. Zeig mal gerade, wie die funktioniert. Im Prinzip ganz einfach. Du hast hier nur einen kleinen Stecker. Ja. Sieht also wirklich nur noch niedlich aus. Nimmt nicht mehr viel Platz weg und funktioniert so. Also kein großes Geklappere mehr. Und wenn es mal hängen bleibt, das ist das Coole, es hat nämlich keine Sicherung mit drin, dann kann das Kabel auch mal raus. Das ist ja, was da schon für Schäden passiert sind. Absolut. Ja. Wir haben also da schon Dinge erlebt, wo einfach nur weggefahren ist und dann hat es Ratsch gemacht und waren Schäden 5.000, 6.000, 7.000 Euro. Hier reißt einfach dieses kleine Zäpfchen raus. So, wenn jetzt jemand noch Klimaanlage und haben möchte, wir haben ja hier einen Zuladungsweltmeister. Also klar, Führerschein, hier ist nichts mehr mit dem Dreier, oder? Der ist noch mit dem Dreier zu fahren. Der ist ein 3,5 Tonner, kann natürlich aufgelastet werden auf 3,8. Und im Moment sind wir bei einem Leergewicht von ca. 3,1. Okay, also das wäre jetzt an der Grenze. Kann ich den noch haben mit einem etwas größeren? Tja, da arbeiten wir gerade dran, mit Iveco zu reden. Die nächste Nummer größer, 6,40 Meter. Dann sind wir allerdings schon im 4,2 Tonnen Bereich. Nachfrage ist riesig, aber im Moment haben wir keine Kapazität oder irgendwas. Schauen wir mal vielleicht nächstes Jahr um die Zeit, was dann da steht. So, Karl, du bist ja informiert. Großes Thema, 4,25 Tonnen mit dem B-Führerschein. Das wäre ein Traum. Kann man den, ich sag mal, mit Luftfahrwerk und Co. noch, noch ein bisschen höher bringen beim Spezialausbauer? Also es gibt Spezialausbauer, die den auf 4,2 Tonnen oder 3,9 mittlerweile ohne Probleme hochbringen. Okay, es wäre natürlich ein Thema auch, dass man jetzt die Führerscheinanpassung machen würde, wie es jetzt ja vorgesehen ist. Also wäre ein Thema, damit hätte... Aber das ist schon, ich sag mal, da sind noch Reserven drin, da könnte man den noch ein bisschen hochbringen, wenn er kommt. Also hier steht er, 88.000 Euro. Karl, du bist der Inverkehrbringer, du hast das Ganze gemacht. Die Firma La Marca ist also nicht irgendwo in Spanien und Co., sondern ihr sitzt in der Nähe von München. Du machst das aus Leidenschaft, aber du hast gesagt, du musst die Sachen anders machen, du musst sie komplett neu denken. Du kannst nicht anfangen, wirklich beim 500. Serienhersteller wieder das Gleiche zu bestellen, was alle anderen auch haben, oder? Mein Gott, jeder weiß es. Es gibt Gruppen, die bauen den gleichen Kastenwagen in 10 verschiedenen Namen, nur mit anderem Dekor und mal Silberlöckchen und mal grüne Vorhänge. Wir haben halt hier immer wieder angefangen, fast alles neu zu konfigurieren, neu zu überdenken. Und so wie wir es machen, gibt uns der Erfolg auch im Moment recht. So, ich zeig's mal gerade. Da ist es, der Iveco Serie 2 auf Iveco Daily 35S 16V mit der ZF-Automatik, muss man wirklich sagen, das ist eigentlich gesetzt. Und was haben wir hier nochmal? Frischwassertank 100 Liter, Abwassertank 80 Liter und ja, mich hast du geflecht. Jetzt mal eine Frage, die 85.199. Ich sehe es gerade, da ist die Umsatzsteuer natürlich mit drin. Das ist ja eine Konsumermesse hier. Ja, wir haben Fracht mit drin, wir haben die Steuer mit drin. Es ist im Prinzip alles mit drin. Also kein Fake? Nein, einsteigen, losfahren. Super. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Karl Schlössel und der Iveco 2. Warte, ich zeig dich mal gerade. Ist das nicht geil, das Auto? Das ist ein richtig geiles Auto. Aber auch Preis-Leistung. Hast du die Verarbeitung gesehen? Genau. Ich habe einen Herzinfarkt. Sie hat gerade mir noch den Sprinter ans Werk gelegt. Ja. Und den will ich mir jetzt noch angucken, aber der liegt bei über 100. Darf ich ehrlich sagen, also ich würde den Iveco nehmen. Der Auftritt allein draußen, hast du gesehen? Ich meine, das stellt doch was dar hier. Du hast viel mehr Größe, du hast noch Reserven mit drin. Ich bin auch sprachlos. Ja, toll. Du bist wer, bist du? Ich bin Alex. Alex, aus? Magdeburg. Aus Magdeburg. Ich finde die so cool, Alex. Ja. Aber es ist so, du musst die Unterschiede sehen. Das hier ist Manufakturqualität, das siehst du an allen Ecken und Enden, oder? Da ist Lithium drin, da ist Solar auf dem Dach drauf, da ist ein Wechselrichter drin,
Da ist hier... Und eine Frau kriegst du auch noch im Bad. Deine? Ja. Warte mal, darf ich mal sehen? Achso, die... Hi. Die will ich ins Fernsehen. Aber ich darf dich mal kurz fragen. Ja, hallo. Sag mal, du bist auch so Fachfrau für so Wohnmobile oder? Na, ich orientiere mich eher an dem Mann. Er hat den Traum, irgendwann mal ein Wohnmobil zu besitzen und ja, ich muss dann mitmachen. Ich darf dir mal ein kleines Detail zeigen. Hier vorne ist ein Spannband drin, damit die Tür gerade bleibt über lange Zeit. Ja, das ist auch, also es gibt ja so Türen, die sich anfangen zu verziehen und die haben hier so einen Spannmechanismus, den habe ich bei Concorde gefilmt im Bad, witzigerweise. Und der ist hier auch verbaut, ja, das war witzig. Okay, ich lasse euch in Ruhe, dann noch viel Erfolg auf der Messe. Danke. Ich wollte nur zeigen, die haben wir jetzt nicht Schauspieler jetzt hier rumgefaked, sondern die Leute sind echt baff, oder? Absolut. Aber man muss wissen, was es ist, weil wenn man erstmal so drauf guckt, dann denkt man sich vielleicht, naja, ein Iveco Daily, ich will ja nicht anfangen als Paketbote oder so, sondern es muss neu gedacht werden. Und ich behaupte mal, du wirst so schnell keine Konkurrenz kriegen, weil dieser Vorsprung, den ihr jetzt habt durch die Formteile und ihr wisst, wie es geht, ich glaube, da sind Jahre dazwischen, oder? Ja, es ist sehr schwierig. Der Iveco war, wie gesagt, eine komplett neue Entwicklung, hat nichts mit Stellantis, Fiat, Peugeot, was auch immer zu tun. Es ist eine komplett neue Geschichte, auch wenn es nur ein Kastenwagen ist, immer profan gesagt. Es ist komplett anders zu konstruieren. Danke, vielen Dank. Fazit? Es ist eng, aber man hat genug Platz, um 4 Leute unterzubringen. Eng. Ja, schon. Stimmt, aber das Aber mag er. es ist halt alles drin, auf 6 Meter, unter 6 Meter. Ich muss dazu sagen, ja, stimmt, es gibt Fahrzeuge, die ein bisschen breiter sind, aber das Geile ist ja wohl, guck mal nochmal hinten. Es ist halt auch kompakt, das muss man Hast du natürlich gesehen, dazu sagen, ein ne? Vierschläfer Ja, ja, auf eben. 6 Meter hat er. Ne? Ja. 6 Meter Länge. Und dann sagst du eng. Wo ist denn der eng? Guck mal hier durch. Okay, ich lasse das mal so stehen, Simone. Danke. Ja, finde ich aber gut. Irgendwas Schlimmes haben wir jetzt gesagt. Ja, dann passt das wenigstens. So schlimm. Ich habe gesagt, klar, es ist alles drin. Ne? Wir haben Bad, Küche für 4 Personen. Was willst du mehr? Tschüss, vielen Dank fürs Einschalten. Ja, gut, das ist, glaube ich, auch der Unterschied. Wir Männer, Truckerfahrer, weißt du, LKW-Technik hier drin und so weiter und so fort. Ja, Mehr Platz gibt es in unseren Modellen Kiel und Dresden. ja, vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.